Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu We Are Musical Talk Time. Heute habe ich mir einen ganz besonderen Gast zum persönlichen Gespräch eingeladen. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier bei uns ist. Musical-Ikone Maja Hagfort. Herzlich willkommen. Hallo. Maja, erstmal vorweg, wir beide bleiben heute auf Distanz und Ja. wir sind auch beide getestet, also wir dürfen ausnahmsweise mal ohne die Maske sprechen. Maja, was ist eigentlich eine Diva? Was ist eine Diva? Also ich kann mich erst als Diva bezeichnen in die letzten 7 Jahre, weil als man mich früher Musical Star genannt hatte, musste ich immer schmunzeln. Was ist eine Diva? Eine Diva nehme ich mal an, dass es eine Frau ist, die weiß, was sie tut, dass sie professionell ist und dass sie einen Auftreten hat, die überzeugend ist. Und ich habe das alles versucht zu sein und ich bin froh, wenn man mich so nennt. Jetzt. Du spielst Hauptrollen in Musicals, du gibst große Konzerte, du bist selbst Produzentin. Und auf einmal war das alles weg, die Theater geschlossen, alle Veranstaltungen abgesagt. Wie hast du persönlich diese Zeit erlebt? Wie war das für dich? Also am Anfang war ich als Mutter wie eine Löwin. Ich habe meine Kinder beschützt und habe eigentlich alles zugemacht, um das Gefahr draußen zu halten. Das war mal meine erste Intention. Dann, als es alles wieder ein bisschen ruhiger wurde, habe ich auch wieder ein bisschen Zuversicht bekommen. Ich habe dann ein paar Konzerte draußen machen können im Sommer. Jetzt ist natürlich alles wieder geschlossen. Es fühlt sich ein bisschen an, als ob wir amputiert sind, weil ich habe das Gefühl, wir sind da, aber wir dürfen nicht. Schwierig auch für die Persönlichkeit, weil wir haben im Prinzip keinen Beruf. Wir haben eine Berufung, es ist ein Teil von uns. Auch unsere Energie läuft über unsere Arbeit. Und das war schon schwierig, da einen Weg drinnen zu finden, um gut durchzukommen. Ich bin aber immer sehr positiv geblieben. Ich habe es gesehen als eine Möglichkeit, um andere Sachen im Vordergrund zu bringen. Und das habe ich auch in diesem Jahr gemacht. Ich habe meine Familie mit denen mehr telefoniert, meine Freunde versucht zu unterstützen und für meine eigene kleine Familie mehr da zu sein, zu entrümpeln. Ich glaube, die Plätze sind voll überall in Österreich, auf der Welt, weil jeder entrümpelt, glaube ich, jetzt, versucht das Schlechte wegzukriegen und die Gesundheit auf Vordergrund zu bringen. Also da gab es auch andere Prioritäten für dich dann in dieser Zeit? Absolut, ja. Du bist ja als Freiberuflerin tätig, im Moment nicht an einem festen Haus. Wie hast du die Hilfen empfunden, die Unterstützung? Ist das ausreichend? War das gut organisiert? Es war nicht gut genug organisiert. Ich nehme mal an, dass sie sich nicht so gut auskennen in der Kunst, damit sie uns auch besser helfen konnte. In dem Jahr ist es natürlich besser geworden, keine Frage. Wir haben es selber auch unterschätzt. Also ich als Freikünstler habe das unterschätzt, dass ich eigentlich gar nicht gut abgesichert bin. Das hat mich ein bisschen erschrocken, wenn du dann immer 30 Jahre im Beruf bist und voll arbeitest und voll zahlst und du eigentlich, wenn es dann drauf ankommt, gar nicht abgesichert bist, eigentlich wieder runtergestuft bist auf eigentlich das Minimale von 1.000 Euro. Damit kann ich natürlich meine Familie nicht durchbringen. Da habe ich mich schon erschrocken. Ja? Also das muss ich für die Zukunft schon anders organisieren. Dass man auf so etwas auch mal vorbereitet ist. Ja. Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Nee, man kann das sich nicht vorstellen. Denkt man auch darüber nach, was wichtig ist im Leben, dann, wenn man an so einen Punkt kommt? Ja, absolut. Also erstens sehe ich es als was Gutes, dass wir uns auf unsere Gesundheit schauen und auch auf unsere Welt schauen. Wir mussten, wir konnten nicht mehr weglaufen. Es ist ganz was Elementäres. Und wir sind ja manchmal in unserer schnellen Welt einfach zu schnell unterwegs und wir vergessen einfach wichtige Sachen. Also das fand ich ganz gut an dieser Zeit. Die man jetzt mehr wahrnimmt, intensiver wahrnimmt. Absolut. Eigentlich. Absolut. Wie wichtig ist dir Luxus? Wie wichtig ist mir Luxus? Ich bin schon ein Mädchen, die nicht gerne auf der ganz unteren Stufe agiert, weil ich als Mutter von 2 Kindern möchte ich gut die Welt absichern. Das tue ich dann auch immer. Ein bisschen Luxus brauche ich.
Aber die Luxus, wenn man es als Reichtum übersiedelt, sozusagen als Wort, sehe ich ja eher in die Gesundheit und in das Wohlbefinden von uns als reine materielle Luxus. Ich bin nicht jemand, der wahnsinnig materiell denkt. Aber ich brauche schon eine Basis an Geld, damit ich mich wohlfühle und mich absichern kann. Du bist ja auch viel gereist, ja, und hast da auch gesehen, dass Leute mit ganz wenig auskommen müssen. Ja, ich war ja viel in Ländern so wie Peru und auch in Asien, in ärmere Länder, wo man echt anders lebt. Und ich finde das ganz gut, um das anzuschauen, weil das ist für uns hier alles so normal. Und es ist gar nicht so normal. Und dann weiß man es mehr zu schätzen, was man Total alles hat. Machst du dir manchmal Sorgen? Hast du auch Angst, wenn du in die Zukunft blickst, gerade zur Zeit? Naja, ich hoffe natürlich, dass das Publikum uns auch wieder ein bisschen Mut gibt, weil ich meine, wir können so gut sein, wie wir wollen, aber wir existieren nicht ohne das Publikum. Das Konzept des Theaters ist, dass wir was zu schenken haben, aber wenn ich niemanden habe, was zum Schenken, dann kann ich das Geschenk auch im Kasten liegen lassen, sozusagen, nicht? Und wir brauchen das Publikum. Das ist einen Hin und Her. Und ich hoffe, dass das Publikum mutig ist, um wieder Karten zu kaufen. Und ich hoffe natürlich, dass es eine Normalität kommt. Dass auch das Vertrauen wieder zurückkommt, ja, dass die Vorstellung. Ja, und einfach testen lassen und dann ins Theater gehen. Das würde alle helfen. Ne? Und wie fühlst du dich, wenn du auf der Bühne stehst und für das Publikum singst? Das muss ein ganz besonderer Moment Christian, ich bin Theater. Ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser auf der Bühne. Ich bin geschützt. Ich habe das Gefühl, ich kann alles, ich verstehe alles. Ich fühle mich in meine Kraft. Ich bin überglücklich, wenn ich das machen kann. Du hast gesagt, wenn du anfängst zu singen auf der Bühne, ist das für dich wie Fliegen. Ja. Das hat mir so gefallen. Kannst du uns das beschreiben, diesen Moment? Ja, es ist, als ob alles breiter und weiter wird. Also die Enge, die man hat im normalen Leben oder im Alltag oder Sorgen, machen auch eng. Die habe ich nicht mehr auf der Bühne. Ich habe das Gefühl, ich kann ins Universum hinein. Also, und das ist so unendlich. Manchmal schieße ich zum Himmel, zum lieben Gott oder wer auch immer da oben ist, die auf uns schaut. Und das fühlt sich wirklich an wie Fliegen. Und da möchte man gar nicht mehr runtergehen von der Bühne wahrscheinlich. Nee, also wenn ich oben bin, muss ich das nicht haben. Nein, also kann ich gut dort bleiben. Was war das schönste Kompliment, was dir jemand gemacht hat? Kannst du dich erinnern? Ja, das schönste Kompliment ist, wenn man mir sagt, dass ich ein Strahlenmädchen bin und dass ich empathisch bin, also dass ich mich kümmere. Ja. Also du hast schon gesagt, du bist immer positiv und blickst immer positiv in die Zukunft auch. Ja, das tue ich schon. Ja. Was vielleicht viele nicht wissen oder noch nicht wissen, ist, du interessierst dich auch für Philosophie, beschäftigst dich damit. Ja, man kann gut Hörbücher hören, wenn man auf Spaziergänge mit dem Hund geht oder mit den Kindern. Und so bin ich dann, ich war immer interessiert in Philosophie, aber das letzte Jahr habe ich dann viel über Alfred Adler erfahren und finde ich fantastisch. Weil es so umfassend ist. Und es sagt auch, dass man Leute unterstützen muss, pädagogisch und begleiten muss, aber nicht niedermetzeln oder dass man sagt, du machst das schlecht oder du machst das unglaublich gut. Also dass man über extreme Lob nur zum jemand wird, aber dass man einfach total Motivation technisch redet mit jemand und das Gute aus jemand rausholt. Und das finde ich einfach eine wahnsinnige schöne Weise, um zu sehen. Und dass man die Vergangenheit hinter sich lassen kann. Und dass man das nicht alles mitschleppen muss. Man kann nur was daraus lernen. Also wir lernen was aus diesem letzten Jahr und wir gehen wieder mit dieser Lehre gehen wir in die Zukunft hinein. Und das ist positiv und nicht negativ. Alfred Adler, österreichischer Arzt und Philosoph, ja. Der hat ja auch ein Buch geschrieben, Der Sinn des Lebens. Denkst du darüber auch manchmal nach? Ja,
weil das ist das Allerwichtigste im Leben, der Sinn des Lebens. Warum sind wir hier? Und vor allem, was haben wir die Welt zu geben? Und deswegen muss man auch immer tüchtig bleiben. Wir müssen in Bewegung bleiben, weil wir müssen was tun. Du bist ja sehr tüchtig, auch sehr erfolgreich. Steckst du dir konkrete Ziele? Sagst du, das möchte ich noch erreichen und arbeitest darauf hin? Oder wie machst du das? Ja, ich habe so einen Fibel, dass ich 40 Wünsche auf 40 Wow. Wünsche auf meine Tür klebe. Und erst wenn alle 40 erreicht sind, komme ich mit meinen neuen 40. Und ich mache 40, weil jeder Mensch denkt immer, ja, ich habe ja gar nicht so viel zu wünschen. Ja? Also ich komme nicht mehr als 3, 4, 5. Nein, 40. Aber das geht ja auch um, ich möchte jeden Tag Yoga machen oder ich möchte meine Familie anrufen öfter, dass du dir Ziele setzt, die dir gut tun. Und die streiche ich dann immer durch, wenn ich es erreicht habe. Und wie viele sind schon erreicht? Ich habe jetzt heute in der Früh geschaut, ich habe jetzt 9 von 40 erreicht. Innerhalb von 3 Wochen. Das ist aber schnell, oder? Ich finde das schnell, ja? Ja. Ich finde das schnell. Deshalb bist du so erfolgreich. Ich hoffe, ich denke. Wunderbar. Vielleicht. Maja, wir haben unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gebeten, uns auch Fragen zu schicken. Die liegen hier vor uns in den Umschlägen. Oh, das ist und wie ich wollte dich Tarot. bitten, eine zu ziehen und die stelle ich dir dann. Ich weiß selber nicht, welche Ja, toll. wo liegt. Ja, nee, das ist wie Tarotkarten. Ja? Ja, Hast du Tarotkarten auch? ja natürlich. hab ich Spürst du Tarot. auch was hier bei uns? Ja, ich spüre alles. Ja, echt? Dann kennst du die Frage. Ich wollte es vorlesen. Aber Also, du vielleicht- musst es vorlesen. Ich glaube, du weißt es schon, oder? Nein, ich weiß nichts. Nein. Oder? Nein, ich weiß nichts. Ich habe keine Ahnung, was da alles drinnen ist. Na, wirklich nicht. Also, ich möchte auch Musical-Darstellerin werden. Hast du Tipps für mich? Ja, also erstens muss man Gesangsunterricht nehmen. Zweitens sollte man Schauspielunterricht nehmen oder spielerisch in einer Gruppe damit anfangen. Dann würde ich sagen, kann man Aufnahmeprüfungen machen und einfach in eine Schule gehen. Also ich bin totale pro Unterricht, pro Schule, pro Musicalschule. Die gibt es in Deutschland, in Österreich, in Holland, die gibt es überall. Wie wichtig ist das Talent und wie wichtig ist der Fleiß? Talent ist, sage ich immer, um es alle auch zu beruhigen und aus eigener Erfahrung, wenn du 60% Talent hast und 40% Fleisch auch, Fleisch auch. dann kommst du gut dorthin. Die Leute, die in meiner Schule fast 90% Talent hatte und gar nichts gemacht haben, die haben wir alle überholt. Also wir, die auch ein Talent hatten, aber weniger, oder 60 ist vielleicht das Spur zu wenig, aber 70%, so du kannst mit Fleiß echt viel erreichen und manchmal mehr, weil du viel alerter bleibst, weil du denkst, ich muss ja noch was erlernen oder ich muss es noch weiter gut machen. Und das ist super. Also Schulen. Also Talent allein reicht nicht, ist Nee. auch wichtig, aber man muss sich auch anstrengen. Ja. Du hast uns auch ein Lied heute mitgebracht, was du für uns singen willst. Welches Lied ist das und warum hast du es ausgesucht? Irgendwo wird immer getanzt, weil ich das ja nie singen darf, weil ich ja immer den Gold von den Sternen von der Baronin gesungen habe, Irgendwo wird immer getanzt von Constanze aus Mozart. Ich habe ein Jahr lang aufgeräumt. Ein ganzes Jahr? Und ein ganzes Jahr. Und ich kann nicht sagen, dass mir das wirklich viel Spaß gebracht hat, aber es hat mir letztendlich wahnsinnig clean gemacht. Und dadurch, dass sie die ganze Zeit sagt, dass als Hausfrau hört die Arbeit niemals auf. Also so empfinde ich das auch. Als Mutter hört die Arbeit niemals auf. Und vor allem in der Corona-Zeit, wo ich gedacht habe, ich habe doch gerade alles sauber, war alles schon wieder anders mit 2 Kindern im Haus. Und ich finde es einfach extrem schön, weil sie natürlich versucht, immer sich auszubrechen. Wir können das jetzt zurzeit nicht ausbrechen. Aber ja, Constanze versucht es. Eigentlich aber auch natürlich ein bisschen aus Einsamkeit, dass sie mit Mozart zu Hause und allein, dass sie sehr viel allein war.
Wir sind nicht gemacht, um allein zu sein. Vielleicht ist das auch das Motto. Bleib immer in der Zweisamkeit. Maya Hagford mit Irgendwo wird immer getanzt aus dem Musical Mozart. Viel Spaß. Gott, das war gestern wieder spät. Dabei ging ich zuerst nach Haus. Noch nicht mal 12. Aufstehen ist ungesund. Ich halte das grelle Licht nicht aus. Mein Gott, wer räumt dieses Chaos auf? Kaum, dass man noch was finden kann. Für eine Hausfrau hört die Arbeit niemals auf. Am besten, ich fang gar nicht erst an, denn da mein Mann ein Künstler ist, muss ich ihn inspirieren. Und wenn es draußen dunkel wird, muss ich mich wieder amüsieren. Irgendwo wird immer getanzt und es wäre doch zu schad, einen Spaß zu versäumen. Ich leb gern, ich geht gern, ich schweb gern auf Träumen mit Champagner im Blut und eine Rose aus Papier im Haar. Ich war schon als Kind sehr bescheiden, ich habe mich nie nach vorn gedrängt. Ich wollte nie ins Rampenlicht, denn das Lernen und Üben, das hat mich zu sehr angestrengt. Und Anstrengung bekommt mir nicht. Meine Mutter meinte, ich lande mal im Armenhaus. Darauf sagte ich ihr, das ist mir egal. Vater prophezeite, meine Zukunft sehe dunkel aus. Ich sagte, die Zukunft kann mich mal. Meine Schwester behauptet, ich sei wie sie, ungewöhnlich begabt und gescheit. Ich könnte auf Opernbühnen im Beifall stehen, doch dazu fehlt mir leider die Zeit. Denn irgendwo wird immer getanzt und es wäre doch zu dumm, auf ein Glück zu verzichten. Ich leb gern, ich geb gern, erleb gern Geschichten mit Champagner im Glas und eine Rose aus Papier. Und sollte mein Mann, was Gott verhüten mag, eines Tages nicht mehr sein, dann trauere ich um ihn auf meine Art. Glaub bloß nicht, dass ich am Grab stehe und wein, denn irgendwo wird immer getanzt und es wäre doch zu schad, einen Spaß zu versäumen. Ich leb gern, ich geb gern, ich schweb gern auf Träumen mit Champagner im Blut und eine Rose aus Papier im Haar. Es wäre doch zu schad, einen Spaß zu versäumen, was immer ist oder war. Maya Hagford mit Irgendwo wird immer getanzt aus dem Musical Mozart. Am Piano begleitet von Peter Biro. Maya, vielen herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst.
Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Sollten Sie es noch nicht tun, folgen Sie uns doch gern auf Social Media. Dort können Sie diese und auch die anderen Folgen gerne nachschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin bleiben Sie gesund. Alles Gute. Auf Wiedersehen.